In diesem Video präsentiere ich dir meine Top 10 Tipps zum Thema Investieren. Dabei handelt es sich um Tipps, die sich insbesondere an Anfänger im Bereich Investieren richten. Solltest du also am Beginn deiner Investitionskarriere stehen, dann bleib dran. Das Investieren kann sehr umfangreich und komplex sein. Bevor du also dein gesamtes Vermögen in Bitcoins investierst, solltest du dir die fundamentalen Regeln des Investierens anschauen. Dazu zählen Zielsetzung, Risikobewertung, Recherche, Diversifikation, Zinseszinseffekte und der Umgang mit deinen Emotionen. Auf diese Punkte gehen wir in diesem Video ein und stellen dir 10 Tipps vor, mit denen du dann für dein erstes Investment gewappnet sein wirst. Willkommen bei Money Talk. Tipp Nummer 1. Verstehe deine Investments. Das mag zwar sehr selbsterklärend tönen, ist aber sehr wichtig, wenn du dein Geld anlegen möchtest. Ein weit verbreiteter Fehler von neuen Investoren ist es, dass sie sich von Renditezahlen blenden lassen. Sie investieren in alles, was eine hohe Rendite verspricht. Oftmals werden solche Angebote mit einem geringen Risiko beworben. Wo liegt also das Problem? Um das Problem in den Einzelfällen zu finden, geht kein Weg an einer fundierten Recherche vorbei. Bei Einzelaktien liefern Geschäftsberichte sehr gute Informationen über die Gesundheit und das Wachstum des Unternehmens. Ergänzend kannst du dir auch Analystenbewertungen durchlesen. Behalte dabei im Hinterkopf, dass du deine Meinung nicht darauf basieren solltest, sondern die Bewertungen nur ergänzend liest. Sollten dich Fonds oder ETFs interessieren, dann gibt es zu den einzelnen Produkten stets ein Verkaufsprospekt, das du durchlesen solltest. Durch eine ausgiebige Recherche kannst du dann das Risiko besser beurteilen und fundierte Entscheidungen fällen, ob du investieren möchtest oder nicht. Tipp Nummer 2. Übernimm Verantwortung. Sobald du deine Entscheidung getroffen hast, musst du dafür auch die Verantwortung übernehmen. Du solltest in der Lage sein, mit deinen getroffenen Entscheidungen leben zu können. Hier geht es vor allem um die Schuldzuweisung. Weder dein Bankberater oder der Broker sind schuld an deinen Entscheidungen. Du triffst die Wahl und bist daher selber verantwortlich für deine Investments. Darum sollen deine Entscheidungen von dir auskommen, und zwar, weil du das Produkt verstanden und das Risiko abgewogen hast. An der Börse gibt es ein Sprichwort für diese Verantwortung: Don't pay other people to lose your money. Wenn du Geld verlierst, dann verwende deine Energie nicht mit dem Fingerzeigen, sondern mit dem Analysieren, warum dies eingetroffen ist. Beim Investieren ist es sehr wahrscheinlich, dass du auch ab und zu falsche Entscheidungen treffen wirst, und diese solltest du als Lernmöglichkeit wahrnehmen. Nur so kannst du daraus zukünftige Gewinne ziehen. Tipp Nummer 3. Setze nicht alles auf ein Pferd. Unabhängig davon, wie viel Geld du investieren möchtest, solltest du deine Investitionen diversifizieren. Das bedeutet, dass du das verfügbare Geld auf mehrere Investitionen verteilst. Wenn du die gesamte Summe auf einen einzelnen Titel setzt und dieser dann ins Bodenlose sinkt, dann verlierst du nicht nur das ganze Geld, sondern auch den Spaß am Investieren. Der Vorteil in der Diversifikation liegt in der Risikostreuung. So kannst du dir leisten, dass dir bei einem Produkt ein Fehler unterlaufen ist und in die roten Zahlen geht. Dank deiner Streuung kannst du diesen Fehler durch die anderen Anlagen kompensieren. Bei der Diversifikation solltest du beachten, dass diese nicht bei der Wahl mehrerer Einzelaktien aufhört. Du kannst das Risiko auch auf verschiedene Anlageklassen verteilen, wie zum Beispiel Anleihen, Immobilien oder Rohstoffe. Das Schöne an der Diversifikation ist, dass du dein Risiko senken kannst, aber nicht unbedingt auf die Renditen verzichten musst. Tipp Nummer 4. Investieren ist ein Marathon. Investieren ist ein Marathon und kein Sprint. Investiere mit einer langfristigen Strategie. Auf lange Sicht haben Aktienmärkte positive Renditen. Natürlich gibt es zwischendurch Schwankungen und Einbrüche. Diese betreffen dich jedoch nur, wenn du mit einer kurzfristigen Strategie investierst. Es kann also gut sein, dass deine Investition für eine gewisse Zeit im negativen Bereich liegt. Bei einer langfristigen Strategie ist das voll in Ordnung, denn früher oder später wird sich das Produkt erholen und wieder in die positive Richtung gehen. Solltest du planen, dein Geld für 1 bis 2 Jahre investieren zu wollen,
dann würde ich die Finger von Aktien lassen, da hier die Verlustchancen zu groß sind und in keiner Relation zu den Gewinnchancen stehen. Kurzfristiges Kaufen und Verkaufen ist nichts anderes als Spekulation und kommt einen Gang ins Casino gleich. Verwende dafür also bitte nicht das Geld, das du für eine langfristige Geldanlage beiseite gelegt hast. Tipp Nummer 5. Investiere mit einem Ziel. Setze dir klare Ziele, wofür du dein Geld anlegen möchtest. Nur so hast du genug Weitsicht und Motivation, dein Geld zu sparen und anzulegen. Ein typisches Beispiel hierfür ist der Vermögensaufbau für deine Rente. Das mag in jungen Jahren noch sehr weit weg sein, aber es geht schließlich um einen Marathon. Und je früher man damit startet, desto eher lassen sich sehenswerte Resultate erzeugen. Ein anderes Ziel kann es sein, an deiner finanziellen Freiheit zu arbeiten. Solltest du kurzfristige Ziele verfolgen, wie beispielsweise der Kauf eines neuen Autos, dann solltest du das Geld lieber auf einem Sparkonto sparen und nicht in Aktien investieren. Tipp Nummer 6. Achte auf die Kosten. Beachte beim Investieren Kosten, Steuern und die Inflation. Ein Gewinn ist nicht immer ein Gewinn. Nur weil bei einer erfolgreichen Anlage ein großes grünes Plus steht, heißt das nicht, dass du diesen Betrag am Ende auf dein Konto ausbezahlt bekommst. Beim Investieren gibt es 3 Kostenpunkte, die du beachten solltest. Dazu zählen als erstes die Transaktionskosten. Für jede Bewegung, das heißt für sowohl den Kauf als auch den Verkauf von Wertpapieren, musst du eine Gebühr zahlen. Diese Gebühren sind von Broker zu Broker unterschiedlich und es lohnt sich, die verschiedenen Broker miteinander zu vergleichen. Typischerweise sind Filialbanken beispielsweise teurer als Online-Broker. An der Börse gibt es das Sprichwort „Hin und her macht Taschen leer", was bedeutet, dass kurzfristige Kauf- und Verkaufstransaktionen einiges an Transaktionskosten mit sich bringt. Der nächste Kostenpunkt sind die Steuern. Natürlich ist es normal, Steuern zahlen zu müssen, aber du solltest diesen Kostenpunkt in deine Gewinnrechnung mit einbeziehen. Dann gibt es noch die Inflation. Dabei geht es um den Wertverlust des Geldes. 100 € heute sind nicht zwangsmäßig gleich viel wert wie 100 € in 10 Jahren. Wenn du also ein langfristiges Ziel verfolgst, dann rechne mit einer etwas höheren Inflationsrate, um sicherzustellen, dass der Wert deines Zielbetrags noch gleich viel Wert haben wird. Tipp Nummer 7. Behalte einen kühlen Kopf. Besonders das Investieren an der Börse ist sehr emotionsgeladen. Die Börse geht rauf und runter. An einem Tag fällt sie um 10% und am nächsten Tag möchte man am liebsten die Korken knallen lassen. Diese Volatilität kann zu Zweifel an seinen Investments führen und resultiert dann in Angst oder Gier. Wichtig ist dann ruhig zu bleiben und an seinen Investmententscheidungen festzuhalten, sofern man sich ausgiebig informiert und recherchiert hat. Lass dich von kurzfristigen Schwankungen und Gerüchten nicht von deinem Kurs abbringen und vertraue auf deine Entscheidungen. Tipp Nummer 8. Rendite kommt von Risiko. Rendite und Risiko sind unzertrennbar. Je höher die versprochene Rendite, desto höher das Risiko. Das Prinzip dahinter ist universell. Der Grund dafür ist, dass Anleger in ein risikoreiches Produkt für dieses Risiko bezahlt werden möchten. Das Fazit soll aber auf keinen Fall sein, dass du nicht in höher verzinste Anlagen investieren sollst. Nimm die höheren Zinsen oder Versprechen als Warnsignal, um deine Recherche zu vertiefen und das Risiko herauszufiltern. Tipp Nummer 9. Reinvestiere deine Gewinne. Wenn du dir langfristige Ziele setzt, dann solltest du vom sogenannten Zinseszinseffekt profitieren. Wie dieser genau funktioniert, zeigen wir dir in einem separaten Video. Der Zinseszinseffekt sorgt dafür, dass dein Vermögen immer schneller wachsen kann. Durch das Reinvestieren deiner Gewinne haben deine Investitionen mehr Geld, um zu arbeiten, und es erhöhen sich dementsprechend die Gewinne für das nächste Jahr. Diesen Effekt hast du allerdings nicht, wenn du deine Gewinne auszahlen lässt und konsumierst. Wenn du ohne Zinseszinseffekt investierst, dann addierst du deine Gewinne, und wenn du den Zinseszinseffekt nutzt, dann multiplizierst du deine Gewinne. Tipp Nummer 10. Fang einfach an. Investieren folgt keiner Theorie, sondern ist sehr praktisch. Du kannst dir endlose Bücher durchlesen,
Podcasts hören oder Videos anschauen, aber wirkliche Erkenntnisse wirst du nur durch die Praxis erhalten. Wie wir gesehen haben, wirst du Fehler machen. Diese lassen sich auch nicht verhindern, aber sie sind unglaublich wichtig für deinen Lernprozess und für deine zukünftigen Entscheidungen. Je früher du anfängst, desto stärker wird der Zinseszinseffekt und desto schneller kannst du dein Vermögen aufbauen. Lass dich darum nicht von Themen wie Steuern oder Ähnliches einschüchtern. Du wirst merken, dass das alles nicht so kompliziert ist, wie es zu sein scheint. Solltest du gleich zu Beginn einen größeren Betrag angespart haben, den du gerne investieren möchtest, dann nimm erst einen kleinen Teil davon, um deine Erfahrungen zu machen. So lernst du mit deinen Emotionen und dem Markt umzugehen und bereitest dich auf größere Investitionen vor. Solltest du kein großes Startvermögen haben, dann kannst du auch mit kleinen monatlichen Überweisungen auf dein Brokerkonto anfangen. Ich hoffe, dieses Video war lehrreich für dich und du konntest etwas zum Thema Investieren lernen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib es doch gerne in die Kommentare und lass ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du das erste Mal bei Money Talk dabei bist, dann würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Ich produziere regelmäßig Videos zum Themen Geld, persönliche Finanzen und Anlagestrategien, um dir die Welt des Geldes näher zu bringen. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu bleiben und vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal hier bei Money Talk.